Also das sind ja fast tägliche Erfolgsmeldungen, die aus Kiew da kommen, diesmal vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu der Offensive in Kursk. Wie man darauf allerdings in Moskau schaut, dazu jetzt eine Einschätzung von unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner. Die Tatsache, dass die ukrainischen Streitkräfte im russischen Kernland stehen, in der Provinz Kursk, und der Druck der Ukrainer immer noch sehr groß ist, schadet Wladimir Putin nicht so stark, wie man das annehmen möchte. Die Russen machen traditionell immer andere verantwortlich für die Probleme, nicht den Zar selbst. Das heißt, der Präsident ist nicht direkt in der Schusslinie, wenn ich das so formulieren darf, sondern man gibt die Verantwortung für diese heikle Situation dann lieber der Regierung oder der örtlichen Regierung in Kursk oder den Militärs, aber Putin selbst wird da nicht direkt attackiert, zumindest nicht von den meisten Russen. Außerdem ist dieses Problem tatsächlich ein lokales Problem bisher und es betrifft eben nicht so viele Russen. Viele gucken auf Kursk, aber sind selbst eben nicht betroffen. Und das ist doch ein großer Unterschied dann auch in der Wahrnehmung. Tatjana Stanawaja, eine, wie ich finde, sehr interessante kremlkritische Politologin, die im Exil lebt in Paris, sagt, dass die Dosis Gift, die durch die Invasion der Ukraine in Kursk in den russischen Organismus gespritzt wurde, ist nicht groß genug, um den Kreml zum Wanken zu bringen. Mit anderen Worten, Putin wird das Ganze ohne größere Probleme überstehen. Aber, so Stanawaja, eine gewisse Erosion können solche für den Kreml doch unangenehmen Vorfälle schon mit sich bringen. Und das kann sich, wenn sich das summiert, in der Zukunft durchaus auswirken, aber wohl nicht jetzt im Augenblick sofort.